Also eigentlich würde ich das so fast das Berlin-Phänomen nennen, aber wahrscheinlich gibt es auch noch dasselbe an anderen Orten. Und das ist nämlich diese Sache von den ganzen Leuten, die eigentlich gar keine Mentoren und Coaches sind und aber denken, dass sie irgendwie wissen, wie das Leben funktioniert und denken, dass sie Leute anleiten können, sei es irgendwie emotional oder körperlich emotional oder einfach so Tipps geben können, welche Entscheidungen man treffen soll, welche Beziehungen man leben soll und auch so das emotionale Leben und sowas auch irgendwie mit einbeziehen in das Ganze. Und selbst aber entweder einen ganz anderen Beruf haben und meistens sind es Leute mit einem Beruf, so Künstler, Künstlerin oder so und selber irgendwie voll strugglen im Leben klarzukommen. Also entweder schaffen die es nicht, irgendwelche tiefgründigen Beziehungen zu haben oder checken ihr eigenes emotionales Leben nicht oder checken ihr eigenes Ego nicht und wissen auch gar nicht, wie sie finanziell klarkommen sollen. Weil das ist nämlich etwas, was ich voll viel gesehen habe, voll viel gehört habe und was ich selber auch irgendwie schon sehr weird fand. Aber ich bin sehr lang diesen Film gefahren, wo ich mir dachte so, who am I to judge? Und am liebsten keine Meinung haben. Aber ganz ehrlich, es ist doch schon wichtig, eine Meinung zu haben, weil es ja dann Leute gibt, die das ja dann bezahlen. Also es gibt ja genügend leichtgläubige und gutmütige Menschen, die drauf abfahren, dass wenn ein Künstler sagt, ich zeige dir, wie das Leben geht, dass man diese Person vertraut, weil voll oft werden Künstler damit assoziiert, dass sie so ein größeres Bild aufs Leben haben. Und das ist ja, ich glaube, schon schon so das Ding, dass Künstler vieles verstehen und vieles auch breiter sehen können, aber es in Berlin einfach nicht so ist. Es fehlt dann einfach an voll vielen so wirklich erfahrenen Leuten, die durch ihr eigenes Leben gelernt haben und die durch ihren eigenen Beruf auch gelernt haben und es auch wirklich erklären können und wirklich einen guiden können. Es gibt einfach super viele so, ich hätte gerne, ich würde gerne, weil es halt einfach cool klingt, weil es selber ein gutes Gefühl gibt und weil es einfach, ja, alles in allem vielleicht nicht ein schöner Beruf ist, aber vielleicht gibt es innerlich dem Ego halt einfach voll was, dass voll viele Menschen denken, sie hätten das Wissen, sie hätten das Skills, das zu tun. Und man darf auch denen auch gar nicht sagen, dass man vielleicht anders denkt. Also ich hatte einmal eine Situation, wo ich versucht habe, jemandem was zu sagen, wo ich das Gefühl hatte, die Person ist gar nicht geeignet für diesen Beruf. Und ich dachte, das ist voll das Scam an alle, die das kaufen und das in Anspruch nehmen, was die Person anbietet. Und dann wurde ich mit solchen Augen angeguckt, so nach dem Motto so, wie kannst du es wagen, mir was zu sagen? So, wer bist du, mir was zu sagen? Und wie kannst du mein Ego crushen? Weil ich darf doch alles machen, was ich will. Das ist doch eine freie Welt. Und yes, es ist eine freie Welt und ich denke, man darf sich erfahren dürfen, aber hier laufen so viele Menschen Delulu rum und ich beziehe mich selber mit ein, weil ich selber auch jeden Tag mit meinen eigenen Illusionen irgendwie konfrontiert werde. Aber wenn halt eben diese Kritik nicht da wäre, um mich auf den Boden der Tatsachen zu holen, dann hätte ich niemals eine Chance, einen Realitätsabgleich zu kriegen und zu lernen, okay, vielleicht bin ich für das oder jenes nicht geeignet. Und das ist zwar jedes Mal schmerzhaft und unangenehm, vor allem für das Ego, aber da lernen wir und da wachsen wir und dann lernen wir auch zu sehen, was sind eigentlich meine Skills und was sollte ich lieber nicht anfassen. Weil tatsächlich, wenn jemand keine Ahnung hat, wie er oder sie mit dem eigenen Leben klarzukommen hat, wie sie selber finanziell überleben, emotional überleben und es nicht mal schaffen, mal nicht eine Woche auf eine Party zu gehen und jemanden das Vertrauen von jemandem kriegen und ihnen Tipps geben für das Leben, dann sind die verantwortlich für das Leben des anderen auch irgendwie mit teilweise. Und das ist eine Verantwortung, die halt einfach groß ist und die hat man nicht einfach so anzunehmen, weil man mal Bock hat. Und yes, das ist halt ein krasses Phänomen, finde ich, was einfach so stattfindet. Und irgendwie wünsche ich mir schon, dass mehr Leute auch einfach auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Weil, wie gesagt, es ist schmerzhaft, aber wichtig. Und ich selber werde auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Weil nur so können wir wachsen und ehrlich halt auch erkennen, wer wir sind und was wir können.